Heute geht es um Dunkelheit, liebe Freunde. Dunkel, nachts, die Städte sind erleuchtet, scheinbar aus Sicherheitsgründen. Ich glaube, dass wir archaisch eine Angst haben vor der Dunkelheit. Wenn es dunkel ist, kommt die Angst. Und wer will schon Angst haben? Ja, Helle Materie heißt das Buch von Sina Kamala Kaufmann. Ich rede jetzt mal über die helle Materie, die unter eurer Schädeldecke sitzt und die ihr einsetzen solltet, konkret Lösungen zu finden für die Probleme, die uns umgeben. Helle Materie im Köpfchen wird nur hell, wenn wir das Dunkle, auch das Dunkle in uns, den Schatten, sagt C.G. Jung, erkennen und ertragen lernen. Das passt zu dem Thema vom letzten Mal, Erkennen der Tabus. Eine Lösung im Denken ist immer nur dann eine Lösung, auch in der wirklichen Welt, wenn wir konkret denken. Das heißt, wenn wir zu Ende denken. Zu Ende heißt was? Konkret. Also wenn wir jetzt im Gespräch sagen, zum Beispiel, Liefertermin so schnell wie möglich. Aha, der eine denkt, das ist in 2 Wochen, der nächste denkt, es ist in 2 Tagen. Der übernächste denkt, ja, es kommt heute Nachmittag noch. Das heißt, wenn wir nicht konkret kommunizieren, haben wir ein Riesenproblem miteinander und jeder weiß natürlich die Schuld zum anderen. Das heißt, Liefertermin nicht so schnell wie möglich, sondern in 2 Stunden. Sollte der andere nicht konkret sein, hilft eine gute Frage. Was ist die richtige Frage? Was heißt das konkret? Das ist hier die Frage. Die sollten wir uns, wenn wir denken, selbst oft stellen. Also sei konkret, besonders auch in der Politik. Wenn wir von Gerechtigkeit sprechen, Gerechtigkeit heißt aus meiner Sicht konkret Schwimmbäder öffnen für arme Menschen, Arme, wer ist arm, alle Hartz-IV-Menschen und vielleicht für Kinder per se. Warum sollen die nicht ins Schwimmbad dürfen? Wofür zahlen wir Steuern? Ja, Echtkostenrechnung, aber auch hier die Echtkostenrechnung. Ich wette, dass Kinder, die ins Schwimmbad gehen dürfen, gesünder sind als andere, die nicht ins Schwimmbad gehen dürfen. Also denken wir langfristig, denken wir zu Ende. Das ist unsere Aufgabe. Umbau der Gesellschaft, Multikulti, Kinder schlafen lassen, eins meiner Lieblingsthemen, Unterdrückung des Einzelnen durch die Uhr. Wie können wir das umkehren, indem wir uns alle mehr auf unsere Biologie, auf unsere Kreatürlichkeit besinnen und uns einfach selbst ausschlafen lassen, auch Kinder ausschlafen lassen. Wir können uns das bald erlauben, wir können uns auch jetzt schon erlauben, wenn wir uns von diesem komischen Narrativ der Pünktlichkeit endlich verabschieden. Wir können per SMS mitteilen, ich komme später oder habe mich verspätet oder ich komme dann und dann oder per sonst wie und können es uns erlauben, auszuschlafen oder Nachmittagsschlaf zu machen. Unser Energiepegel ist am Vollmond orientiert, am Neumond orientiert, an der Natur orientiert, am Abend, den wir zuvor verbracht haben und nicht jeden Morgen 9 to 5, diese schrecklichen Jobs. Lassen wir uns doch in Ruhe mit dieser Sklaverei durch die Uhrzeit. Auch das ist konkret. Und ich hätte gerne eine Echtkostenrechnung für Plastiktüten. Was kostet das Plastiktüte? Was kostet jetzt die Bereinigung in den Ozeanen? Ich hätte gerne eine Echtkostenrechnung für Reifenabrieb vom Auto. Und ich hätte gerne eine positive Rechnung. Was bringt es gesundheitlich, wenn jemand einen Tango-Kurs macht? Wir müssten die Tango-Lehrer ausbilden, die Tanzlehrer ausbilden, die Kommunikationstrainer ausbilden, weil die bringen einen echten Mehrwert an Gesundheit. Nur das ist, was ist es? Ja, schlecht zu quantifizieren.
Der Bauch sagt einem, dass es stimmt, aber wie soll man das ausrechnen? Und was man nicht ausrechnen kann, kann man nicht beweisen. Was man nicht beweisen kann, gibt es nicht. Shitchrome, der große Trend, dem wir gerade unterlegen, alles muss berechenbar, zählbar, quantifizierbar sein. Das, was nicht zählbar ist, gibt es auch nicht. Liebe, kann man die Liebe messen? Nein, kann man nicht. Man kann sowas fühlen wie Erotik, Sinnlichkeit, körperliche Bedürftigkeit. Aber die Liebe, die entsteht, wenn man 10, 20 Jahre zusammenlebt, vielleicht sogar zusammen aufgewachsen ist, das ist nicht messbar. Also kann es die Wissenschaft auch nicht erfassen, weil unsere Wissenschaft muss messen, zählen und vergleichen. Aber wir können messen, wie häufig jemand krank wird. Wir können die Denaturierung messen in den Krankenhäusern. Wir können die Zahl der Drogenabhängigen messen. Wir können die Zahl der Burnouts messen. Wir können die Zahl der Selbstmorde messen. Und wir können leider noch nicht messen, wie dumm wir sind, beziehungsweise einige sind ja schon sehr klug. Aber ob die an den entscheidenden Stellen sitzen und ob die kreativ genug sind, ich weiß es nicht. Das heißt, ich weiß es schon. Die Sicherheitsfredis, die sitzen in den entscheidenden Beamtenpositionen. Der Staat ist infiltriert von Beamten, die auf Sicherheit schielen. Und jede Veränderung beinhaltet natürlich auch einen Teil Unsicherheit. In den kleinen Ländern ist das ein bisschen anders, wenn wir uns mal anschauen, was in Holland gerade passiert im Pflegebereich. Da gibt es ein wunderbares Experiment, das ihr unten im Nachspann nachlesen könnt. Auch die Informationsquelle. Übrigens in Brand 1, eine wunderbare Zeitschrift. Seien wir kreativ, seien wir konkret im Denken, dann kommst du voran. Überleg dir konkret, was du tun kannst. Singen, lachen, tanzen, ich habe es schon 3, 4 Mal gesagt. Und dem anderen in die Augen schauen. Das Wichtigste ist, sich im Denken zu entautomatisieren. Probier es mal, schau mal deiner Partnerin in die Augen, nimm ihre Atmung wahr und die Augen und sag nichts. So wie ich es jetzt tue. Versuch macht klug und wir sollen, so sagt es die Bibel, werden wie die Kindlein. Die Kindlein spielen und probieren sich aus und schauen auf die Wirkung. Wir sind es gewöhnt, auf die Absicht zu schauen. Ja, es war doch toll, Atomkraftwerke bauen, wunderbar, Plastiktüten. Die Absicht war gut, die Wirkung katastrophal. Bei Kindern ist das anders. Die schauen sofort auf die Wirkung und passen sich an. Wir tun es als Einzelne auch, als Gemeinschaft, als Staat versäumen wir das aber. Oft jedenfalls. Ja, ihr Beamtenseelen, Zivilcourage ist das Zauberwort. Und konkret denken. Ja, und versucht zu zaubern, versucht den Magier in euch, den Spieler, das Kind, ihr sollt werden wie die Kindlein, zu entwickeln.